Im Nordwesten von Samera sind die Wege manchmal ziemlich eng und gerade wir müssen ganz schön aufpassen, so mit der Höhe, weil die Bäume doch recht tief hängen und manchmal ist es dazu auch noch sehr, sehr matschig. Wir sind jetzt in so ein Naturschutz- oder Vogelschutzgebiet gefahren und gehen jetzt hier so diesen offiziellen Wanderweg lang. Und Vorsicht, ganz schön steinig. Ich glaube nicht, dass wir den kompletten Weg gehen, weil das sind, glaube ich, 11 Kilometer. Wir wollen schon mal einen Teil gehen, weil hier soll es relativ viele Vögel geben. Und der Weg ist eigentlich auch ziemlich spektakulär. Da ist ein Kormoran. Wir sind ja gestern die Tour schon mal so ein bisschen testweise gegangen, wie das so ist mit dem Wasser. Und ich hatte da Flipflops an und Andrea so eine Badeschuhe. Leider haben wir dafür nur einen Satz. Und mit den Flipflops ist sie das ziemlich bescheiden gegangen. Und deswegen habe ich mir jetzt mal die Neoprenschuhe geholt. Und dann wollen wir jetzt unsere Sachen zusammenpacken und das mal nochmal versuchen, ob wir da rüberkommen. So, wir sind jetzt 1 Kilometer gegangen durchs Wasser. Ich denke, ungefähr, ja. Genau. Und jetzt, glaube ich, kreuzen wir diese Fährlinie. Jetzt müsste es ein bisschen tiefer werden. Sieht auch schon so aus, es fließt recht schnell. Mal gucken. Ja, da vorne, ich weiß nicht, ob man das sieht, da sind die 2 Franzosen, die sind ungefähr eine halbe Stunde vor uns gestartet. Und die sind bis zum Becken gerade im Wasser. Unser Ziel, die Insel Vilsandi, ist etwa 9 Quadratkilometer groß und erst 350 Jahre jung. Vermutlich wird sich die Meerenge zwischen Vilsandi und Saaremaa noch schließen und sie werden zu einer Insel zusammenwachsen. Auf der Insel ist außerdem das erste Vogelschutzgebiet des Baltikums. Jetzt teilen sich hier die Wege. Also einmal führt so ein Weg da durchs Schilf und einmal so an der Wasserkante lang. Und ja, müssen wir mal gucken, welchen Weg wir jetzt nehmen. Also so ganz eindeutig auf dem Schild ist jetzt auch nicht zu erkennen, welchen man nehmen soll. Wir haben endlich wieder festen Boden unter den Füßen. Ja, endlich. Ja, es war länger als gedacht. Also Ja, 5 Kilometer waren das jetzt fast so und fast nur im Wasser. Zwischendurch konnten wir mal ein bisschen übers Land gehen, aber meistens eben durchs Wasser und nach ein paar Kilometern war das dann doch schon ganz schön anstrengend. ja, und die tiefste Stelle war wirklich, wie wir anfangs gedacht haben, das war halt diese Fährüberfahrt und es war halt so bis zur Brust ungefähr. Ja, ging genau. das. Aber der Rest war halt alles so, ja,
maximal hüfthoch das Wasser. Genau, das war alles gut. Das war alles ganz okay. Ja, und jetzt werden wir uns hier mal die Insel ein bisschen angucken. Genau, hier ist noch so ein Leuchtturm und ein Vogelbeobachtungspunkt. Den schauen wir uns an und von da aus können wir dann hoffentlich auch mal ein paar Vögel beobachten. Ja, die Wanderung gestern, das war doch wirklich mal was anderes. War auch recht anstrengend. Wir waren abends ganz schön kaputt, weil es waren jetzt insgesamt 21 Kilometer und davon gingen halt 10 durchs Wasser. Also die tiefste Stelle war halt so, ja, so bis zur Brust, aber im Durchschnitt ging das halt alles so knapp unter die Hüfte, das Wasser. Und hat Spaß gemacht. Obwohl die Insel, auf der wir dann da waren, ich weiß den Namen jetzt nicht, die war, ja, also wir dachten eigentlich, es wäre so ein Naturschutzgebiet, aber da war halt, also viel war Privatgrund, da sind auch Autos gefahren, die war jetzt nicht ganz so spannend, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber allein um die Wanderung wegen hat sich das gelohnt. Auf Samera ist dann unser einer Drohnenflügel abgebrochen. Die Drohne ist dann beim Landen ist nur noch immer so geeiert. Und jetzt wollen wir mal versuchen, diesen einen Flügel zu reparieren. So, was wir jetzt versuchen wollen, den Flügel, der hier abgebrochen ist, das auf der anderen Seite auch genauso abzuschneiden, dass das hoffentlich dann nicht mehr eiert und die Drohne das von selbst irgendwie ausgleicht. Das werden wir mal versuchen.
etwas über eine Woche waren wir auf Saaremaa. Also die Insel ist ja recht groß, ist ja auch die größte Insel Estlands. Und erst sind wir so in den Norden, sind die Küste abgefahren und sind dann weiter auch in den Süden. Also so ziemlich den ganzen Küstenbereich der Insel haben wir abgefahren. Und man kann da super wandern, ist viel Natur, ist auch gar nicht so überlaufen, wie wir anfangs dachten, weil ja auch gerade hier Hauptsaison ist. Aber auf der Insel verläuft sich das echt gut und wir haben echt schöne Plätze. Genau, gerade mit dieser RMK-App haben wir diese RMK-Plätze eben gut gefunden. Am Wochenende waren die echt überfüllt. Ja, das stimmt. Aber es gab noch ganz viele andere Plätze, die auch gekennzeichnet waren, dass man dann da auch wirklich stehen bleiben darf. Und die waren dann sehr schön in der Natur und ja, hat uns sehr gut gefallen, auch direkt am Wasser. Das war wirklich sehr schön, ja. Wir haben die Insel dann verlassen und sind weiter Richtung Süden gefahren und haben uns dann so circa 5 Kilometer vor der Grenze zu Lettland, haben wir uns noch so einen kleinen Rastplatz gesucht, direkt am Meer. Und haben da dann halt auch wieder andere Reisende getroffen, die wir auf der Insel schon mal getroffen hatten. Und ja. Das war ziemlich witzig, weil wir auf Saaremaa schon viel Zeit miteinander verbracht haben und dann haben wir festgestellt, dass wir eigentlich zusammen auch nach Riga fahren könnten. Und das haben wir dann auch gemacht und sind dann zusammen in die Stadt auf den Campingplatz gefahren, um dann von dort aus die Stadt zu erkunden. Riga ist mit seinen ca. 700.000 Einwohnern die größte Stadt des Baltikums. Ja, und wir haben viel vom Nachtleben gehört und von den vielen Bars, die es da geben soll und deshalb wollten wir sehr gerne dahin. Ja, und es gibt ja auch immer so ein Bierfestival, genau, gibt es jedes Jahr irgendwie, in Riga dieses Jahr natürlich nicht. Und ja, ist halt auch bekannt fürs Bier. Genau, und wir haben uns dann die Innenstadt angeschaut und auch natürlich die Kneipen, haben da ein paar ganz interessante gefunden und auch die Gebäude drumherum, das war wirklich sehr, sehr schön und wir können das sehr empfehlen. Es ist eine sehr schöne Stadt. Aber wir waren dann auch mal wieder froh, als wir dann raus waren und wieder an einem Strand stehen konnten, so wie hier. Es ist wahnsinnig ruhig und schön. Ja gut, also ein paar Leute sind schon hier, aber es ist alles sehr angenehm. Also man merkt immer so zum Wochenende hin merkt man, dass es sehr voll wird. Aber so in der Woche steht man hier fast immer alleine. Das ist echt schön. Wir waren jetzt etwas über eine Woche, waren wir mit so anderen Reisenden unterwegs, die wir getroffen haben, also mit 2 Autos. Und die haben Crafter, so einen langen Crafter mit Heckantrieb und so einer elektronischen Sperre hinten. Und wir sind so ein paar Sandwege durch die Wälder gefahren. Es hat richtig Spaß gemacht. Und es war erstaunlich, wie weit man auch mit Heckantrieb kommt. Man hat natürlich immer so die Sicherheit, dass wir es schaffen, die rauszuziehen. Hat wirklich Spaß gemacht. Die sind jetzt vor ein paar Tagen schon weiter und wir verlassen jetzt hier den Platz. Für uns ist es ein bisschen schwierig. So mit den Bäumen muss man verdammt aufpassen, weil es stellenweise recht eng ist. So der Sand hier ist kein Problem. Da hatten die schon ein bisschen mehr zu kämpfen.